Hallo und willkommen zu einem neuen Video von UVR-Tech. Mein Name ist Marco und heute wollte ich euch ein bisschen was zum Motion Reprojection sagen, beziehungsweise zum Motion Smoothing. Und zwar ist das eine Technologie, wenn eure Leistung des PCs oder generell eines VR-Spiels nicht gut genug ist, damit ihr die native Auflösung des Headsets erreichen könnt, dann könnt ihr dieses Motion Smoothing einschalten, um dann 90 FPS zu erreichen, beziehungsweise ein flüssiges Bild zu erreichen. Ja, jetzt seht ihr hier meinen Desktop und ich habe hier einmal die VR-Ansicht meiner HP Reverb G2 in dem Falle geöffnet in Steam VR. Sieht man hier, dass ich hier das WMR-Portal geöffnet habe, beziehungsweise man kann hier einige Einstellungen über Steam VR im WMR einstellen in Windows Mixed Reality. Und gleichzeitig habe ich hier die Steam VR-Einstellungen. Und es ist so, dass ihr eigentlich nach folgender Reihenfolge vorgehen solltet. Also erstmal geht ihr in ein Spiel, guckt, wie es läuft. So, dann dann gibt es im Spiel auch noch Einstellungen, die ihr vornehmen könnt, Grafikeinstellungen, niedrig, mittel, hoch, wie auch immer. Und dann schaut euch erstmal mit beispielsweise einem Tool wie FPS VR an, wie so ein Spiel läuft. Wenn ihr feststellt, das Spiel läuft nicht gut, dann könnt ihr natürlich die Grafikeinstellung runterdrehen oder ihr könnt auch die Auflösung hier pro Auge herunterdrehen. Das ist aber natürlich etwas, was ja einmal die Grafikqualität verschlechtert, aber auch eben die Schärfe des Bildes verschlechtert, wenn ihr hier die Auflösung verringert. Woran kann das überhaupt liegen, wenn ein Spiel nicht gut läuft? Natürlich einmal an eurem PC generell. Auch mit dem aktuellsten High-End-PC mit einer RTX 3090 könnt ihr nicht jedes Spiel auf höchsten Einstellungen mit 90 Frames zocken, schon gar nicht mit einer Index mit 144 FPS. Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, weil die Auflösung hier immer größer wird der VR-Brillen, aber die Leistung der Grafikkarten eben nie hinterherkommt. So, es ist dann hier an der Stelle so, dass ihr die Auflösung auf 100% in Steam VR stehen habt und das ist auch richtig. Das ist nicht falsch, das ist die richtige Auflösung. Und das solltet ihr auch erstmal so beibehalten, weil das die native Auflösung ist und das Bild am schärfsten dann aussieht. Jetzt ist es so, das Spiel läuft nicht gut, ihr möchtet die Grafikeinstellungen im Spiel aber relativ hoch haben, ihr wollt nicht alles auf niedrig stellen und eben die Auflösung hier auch beibehalten. Und dann kommt das sogenannte Motion Smoothing oder auch Motion Reprojection kommt jetzt hier zum Zug. Das kann euch nämlich helfen, wenn ihr mindestens 45 Frames, eher 46, 47 dauerhaft erreicht in einem Spiel, dann könnt ihr Motion Smoothing benutzen und dann fühlt sich das, wenn ihr das einschaltet, das Spiel so flüssig an wie auf 90 FPS oder mit 90 FPS. Wie gesagt, als Beispiel hier die G2, die eben nativ 90 Hertz hat und damit 90 FPS darstellen kann. Ich würde euch empfehlen, folgende Einstellung vorzunehmen und dann einfach mal zu testen, wie euch das gefällt. Es gibt auch noch einen Nachteil bei Motion Smoothing, war natürlich klar. Das sage ich euch am Ende des Videos. Also, zunächst würde ich euch empfehlen, in den Steam VR Einstellungen unter Video, hier bei Videoeinstellungen pro Anwendung, in jede Anwendung zu gehen, die es hier gibt und dann bei Bewegungsglättung hier alles auf deaktiviert zu stellen, damit erstmal bei jedem Spiel die Bewegungsglättung deaktiviert ist. Denn wenn wir dann hier in dieses WMR-Menü im Steam VR Dashboard hier klicken und dann auf Graphics, dann können wir hier nämlich einstellen, dass man per App einstellen möchte, ob das Motion Smoothing oder hier Motion Reprojection an ist. So könnt ihr also entscheiden, in Beat Saber erreicht ihr 90 FPS ohne Probleme, dann möchte ich das nicht haben. Aber zum Beispiel in Dirt Rally 2, der erreicht das nicht, weil das ein schlecht programmiertes Spiel ist, beispielsweise. Das hat sogar gar nicht mal was mit eurem Rechner zu tun. Dann möchte ich das in dem Spiel eben aktivieren. Wenn ihr also hier aktiviert, dass es per App gesteuert werden soll, dann wäre die nächste Ebene in dieser Reihenfolge eben, dass wenn ihr dann hier sagt bei dem Spiel, immer an erzwingen, dass das Spiel ab sofort mit 45 FPS läuft, aber durch das aktivierte Motion Smoothing, was dann hier ja aktiviert ist, das Ganze eben dann so flüssig ist wie 90 FPS. So, der Nachteil ist allerdings, dass je nach Spiel, beispielsweise in Star Wars Squadrons kann ich das beobachten,
viele, ja, Grafik-Glitches und Soap-Opera-Effekt entsteht, ja. Also weil das Bild ja eben nur gefaked 90 FPS ist. Also jedes zweite Bild wird gefaked dazugepackt. Es wird quasi die Grafikkarte, die vermutet quasi, welches Bild könnte da kommen. Denn 45 FPS sind ja die Hälfte von 90 und somit fehlt ja jedes zweite Bild, weil letztlich werden ja 90 FPS dargestellt und je nach Spiel kann es dann eben sein, dass ihr so ein paar Glitches im Bild habt, so ein paar Grafikfehler. Und da müsst ihr gucken, ob euch das eben stört, beziehungsweise ob das überhaupt vorhanden ist. In Dirt Rally nämlich kann ich das überhaupt nicht sehen, wirklich überhaupt nicht. Genauso wenig wie in Project Cars, aber wie gesagt, in Squadrons kann ich das ja nicht spielen damit, das stört mich. Ne? Ja, und das ist eben der Nachteil von Motion Smoothing. Also, wenn ihr diese Reihenfolge hier betrachtet, und das gilt hier eben für Windows Mixed Reality, es gibt aber eben auch für Steam VR-Brillen die ähnliche Möglichkeit, nur dann braucht ihr das nur hier aktivieren, dieses Windows Mixed Reality Menü, dass ihr hier eben sagt, per App soll das aktiv sein und hier habt ihr vorher alles auf deaktiviert gestellt und stellt dann in einem Spiel fest, es läuft nicht gut, ich möchte es gerne aktivieren. Dann könnt ihr es hier während des Spielens, ihr müsst manchmal je nach Spiel aber auch das Spiel neu starten, hier auf immer andrücken und dann könnt ihr einfach mal gucken, ob dieser Frame-Lock von 45 FPS dann aktiv ist. Dann wisst ihr schon mal, es ist an. Und ihr könnt an der Stelle dann eben sehen, dass es trotzdem flüssig ist, aber euer PC muss auf jeden Fall die 45 FPS darstellen können. Darunter bringt es nichts, dann funktioniert auch das nicht. Was ihr auch machen könnt, ich versuche das hier mal darzustellen. Ihr könnt hier unter Developer einstellen Enable Motion Reprojection Status Indicator. Also und jetzt seht ihr oben schon diese 3 Symbole. Die sagen ja zum Beispiel, dass das gerade aktiv ist, die Motion Reprojection. Ein rotes Viereck würde sagen oder würde bedeuten, es ist nicht aktiv. Denn wenn ich jetzt hier auf Disabled gehe, seht ihr, es ist rot. Motion Vector bedeutet, es ist immer an. Auto, dann macht er es automatisch eben. Hier grün würde auch sagen, es ist gerade an. Ich würde euch aber wirklich empfehlen, das selber auszuprobieren. Das könnt ihr ja mal testen. Ne? Ihr könnt hier nichts kaputt machen, einfach mal hin und her. Also ich würde das hier empfehlen und dann per Spiel selber es auszuwählen. Und ja, dann könnt ihr auch im Spiel wirklich sehen, wenn ihr das nicht richtig sehen könnt, aus welchen Gründen auch immer, ob die Motion Reprojection hier greift oder nicht in dem Spiel. Und das könnt ihr natürlich, wenn ihr das auf Auto stehen hättet, dann auch gut überprüfen, ne? Ob sie gerade an ist oder nicht, ob ich das will. Wenn sie zum Beispiel auf einmal Beat Saber angeht, das ist ja Quatsch. Ne? Auto ist immer so eine Sache, aber natürlich könnte das einigen helfen, die nicht so viel rum konfigurieren möchten. Ja, das ist soweit alles zur Motion Reprojection, was ich euch hier erzählen wollte. Lasst doch mal in den Kommentaren eine Info da, wie ihr Motion Reprojection findet und ob ihr das Ganze nutzt. Ich bin der Meinung, dass das auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Technologie ist, weil die PC-VR-Leistung immer noch sehr zu wünschen übrig lässt. Und gerade für diejenigen, die eine schwächere Grafikkarte haben, ist das hier eben eine wirklich gute Art, um einfach mal zu gucken, ob einem das was bringt. Wie gesagt, in Dirt Rally zum Beispiel habe ich das immer an, sogar mit einer 2080 Ti. Und ich kann so auf hohen Einstellungen zocken und das Bild ist super flüssig wie bei 90 FPS. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben oder nach unten da, je nachdem, wie euch das gefallen hat, das Video. Abonniert gerne den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.